Willkommen zu Teil 3 meiner Amel Rollref-Anlagen Getriebeüberholung. Ich bin Laie und ich versuche heute mit einer Kiste Ersatzteile und Originalteile sowie mit meiner Erinnerung und mit meinen handwerklichen Fähigkeiten das Getriebe der Amel Rollref-Anlage wieder zusammenzubauen. Ich bin gespannt, ob das klappt. So, heute kann ich endlich weitermachen. Alle Ersatzteile sind in Sizilien eingetroffen. Ich musste die teilweise aus Deutschland bestellen. Ich habe hier vom Förler das Gehäuse. Ich habe hier kistenweise Ersatzteile, Dichtungen, Originalteile und werde mich heute dran machen, dieses Puzzle wieder zusammenzusetzen. Hi, ich bin Christoph, der Bootsschrauber. Seit 7 Jahren und 3 Booten schraube ich alles an meinen Booten selber. Und ich versuche das dann so gut wie möglich zu reparieren. Ich nehme dich dabei mit. Was ich mir dabei überlegt habe, ist meine Herangehensweise. Ich halte das für logisch, es kann aber natürlich totaler Quatsch sein. Das ist jetzt hier Tikal, also praktisch eine Korrosionsverhinderung zwischen zwei Metallen. Und das trage ich hier auf, weil das hier ist Stahl. Und das hier ist Aluguss und damit es dazwischen keine Verbindung gibt, kommt jetzt hier Anti-Seize rein. Das bildet dann eine Sperrschicht und verhindert Korrosion. Ich habe jetzt eine Bronzebuchse, die hier reinkommt und nachdem die hier auch mit dem Alu zusammen korrodieren könnte, mache ich da auch ein bisschen Anti-Seize drauf. Und falls ihr heute komische Geräusche im Hintergrund hört, es stürmt ziemlich. Wichtig, wenn du in diesem Video irgendeinen handwerklichen Fehler entdeckst oder auch Hinweise hast, dann schreib es bitte gerne in die Kommentare. Ich lerne was dazu und alle anderen haben auch was davon. Vielen Dank. Also so sieht das jetzt aus und ich versuche innen drin das dann auch alles mit Fett auszufüllen. Ich hatte hier gerade auf den Motor ein Lager aufgesetzt, aber offensichtlich nicht gerade. Aha. Und jetzt kommt es wieder runter. Ich gehe da ganz vorsichtig vor und klopfe ganz vorsichtig, damit ich eben nichts kaputt mache. Aber das ging irgendwann nicht mehr weiter und deswegen habe ich es jetzt lieber nochmal abgenommen, bevor ich da was kaputt mache, weil das Lager zu bestellen wären wieder 2 Wochen. Und das brauche ich jetzt nicht. Ich habe einen dieser Stehbolzen, die hier drin sind,
habe ich gestern beim Zusammenbauen festgestellt, dass der abgebrochen war. Und ich habe dann viele Sachen probiert. Ich habe erst versucht leichte Schläge, dann habe ich versucht Kriechöl, dann habe ich versucht Hitze und Kälte und alles hat nicht funktioniert. Ich habe dann zum Glück Zugang gehabt zu einem Schraubstock und habe dann den Doppelmuttern-Trick angewendet. Der Hintergrund war gewesen, dass sich der Stahl im Aluguss festgebacken hat durch Korrosion, weil hier wahrscheinlich Salzwassereintrag war. Und das war die Lösung. Falls dir dieses Video bis hierher gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Like und ein Abo. Und wenn du mich noch mehr unterstützen willst, dann geh bitte bei deiner nächsten Amazon-Bestellung über einen dieser Links unter diesem Video. Bestelle, was du brauchst. Das kostet dich keinen Cent mehr. Ich bekomme aber eine kleine Provision und es hilft mir, diese Videos für dich weiterzumachen. Vielen Dank. Ich habe hier 2 Muttern. Das ist jetzt schon der neue Stand Bolzen. Man sieht hier, die alten haben einen Imbus, der neue war abgebrochen. Und ich habe 2 Muttern aufgebracht, habe die sehr weit runter gedreht, habe in der unteren den Ringschlüssel mit festgemacht und habe die miteinander gekontert, so fest das ging. Und dann habe ich versucht, an dem unteren zu drehen, das ging erst nicht. Dann habe ich mit Hammerschlägen oben auf den Kopf gearbeitet. Ich habe es nochmal rausgenommen, habe es auf den Boden gelegt und kräftig draufgehauen, so kräftig wie ich mich getraut habe. Habe es dann wieder eingespannt, wieder versucht, ging immer noch nicht. Und dann habe ich versucht, mit dem Hammer drauf zu klopfen und gleichzeitig zu drehen. Und das hat dann funktioniert. Das war natürlich sehr verkrustet. Ich habe dann viel vor und zurück ganz langsam den Bolzen rausgekriegt. Ich kann jetzt endlich den Elektromotor wieder mit dem Gehäuse verheiraten. Da ist vorne schon das Lager aufgepresst und es ist auch schon viel Fett drauf. So, jetzt ist der wieder drauf. Stahl und das hier ist Aluguss, deswegen habe ich dazwischen noch mal eine Sperrschicht aufgebracht. Ich habe dazu Tefgel genommen und jetzt kann ich den wieder festdrehen. Das, was ihr hier seht, da kommen später die Kabel noch dran, die werden hier unten eingeführt. Das ist ein sehr dickes Kabel, was ich aus Deutschland bestellt habe. Geht also schrittweise voran. Alle Werkzeuge und Hilfsmittel, die ich in diesem Video verwende, habe ich dir unter dem Video auch verlinkt. Und das sind Amazon-Links, die kannst du sehr gerne bestellen. Falls du sie bestellst, bekomme ich eine kleine Provision. Vielen Dank. Im letzten Teil dieses Videos konnte man sehr gut sehen, dass wir es nicht geschafft haben, den grauen Deckel, den ich in der rechten Hand halte, abzuziehen. Und hier sieht man auch warum. Auf der Achse sitzt ein Kugellager und das Kugellager sitzt in einer Lagerschale in diesem Deckel und deswegen musste natürlich erst die Seilscheibe ab, damit man diese Achse nach unten hätte durchklopfen können. Hier baue ich den unteren Dichtring ein und den habe ich immer mit Fett gefüllt und zum Einbauen empfiehlt es sich sehr, den alten Dichtring aufzulegen, um darauf zu klopfen. Denn der hat denselben Durchmesser wie der neue Dichtring und bei Vertiefungen funktioniert das dadurch natürlich deutlich besser.
Hier baue ich den unteren Deckel des Getriebes ein. Dann habe ich das Getriebe umgedreht und man sieht hier nach oben herausstehen den anderen Teil der zentralen Achse. Vorhin haben wir die Unterseite gesehen und hier kommt dann später die Seilscheibe drauf. Jetzt baue ich den oberen Dichtring ein. Auch hier lege ich den alten Dichtring auf, um darauf zu klopfen. Den habe ich heute fertig montiert und das ging auch gut. Ich musste zwischendrin immer mal wieder ein bisschen nachgucken, was habe ich eigentlich in welcher Reihenfolge demontiert, weil das schon über 2 Monate her ist, dass ich das gemacht habe. Und ich musste zwischendrin ein Gewinde nochmal leicht nachschneiden, weil das irgendwie einen Hau hatte. Ansonsten ließ sich aber alles wirklich gut einbauen. Also auch Lager irgendwo die zentrale Achse aufzuklopfen, das ging total leicht. Und auch diese Dichtringe einzubauen, ging alles super leicht. Da war ich erstaunt. Ich habe mir das teilweise schwieriger vorgestellt. Das Einzige, was mich jetzt zum Schluss total irritiert hat, es gibt hier diese Seilscheibe und es gibt hier diesen Arretierdown. Und wenn man den Arretierdown rauszieht, dann kann man die Seilscheibe mit der Achse drehen. Dann dreht sich das Getriebe nicht mit. Also der Motor dreht sich nicht mit, nur die Seilscheibe dreht. Wenn ich den Arretierdown absenke, so jetzt ist er abgesenkt und dann drehe, dann schnappt er ein. So, jetzt ist er eingeschnappt. Das heißt, jetzt müsste ich mit dem Getriebe den Motor mitdrehen. Und ihr seht schon, das kann ich gar nicht. Und das hat mich total irritiert. Also habe ich den Motor wieder ausgebaut, um zu sehen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Wenn ich den Motor ausbaue und die Seilscheibe eingekuppelt lasse, kann ich das Getriebe leicht drehen. Also das Getriebe dreht frei. Wenn ich den Motor aber wieder einbaue und praktisch von der Seilscheibe aus versuche, den Motor mit dem Schneckentrieb mitzudrehen, das funktioniert nicht, weil wohl in der Richtung die Übersetzung zu groß ist. Umgekehrt, der Motor dreht frei. Das heißt, es muss auch so sein, dass der Motor jetzt leicht das Getriebe dreht. Das fühlt sich irgendwie komisch an, dass ich es jetzt nicht ausprobieren kann. Ich bin mir aber sicher, dass es funktioniert. Ich mache morgen die Verkabelung und dann lasse ich es erst einmal testlaufen, das Gerät, bevor ich es dann vorne fest verbaue. Weil in dem Moment, wo hier oben die Nieten drin sind, in dem Moment wird es dann wirklich ziemlich schwierig, das alles wieder abzubauen. Also vorher lieber einmal testen. Die nächste Aufgabe ist, das neue Kabel zu machen. Das hier ist ein 3x10 Quadrat im Gummimantel und das habe ich hier in Italien nicht bekommen. Hintergrund ist, dass ich offensichtlich mal eine Überlastung hier drin hatte. Man sieht das, dass die Ummantelung ist hier vollkommen klebrig und löst sich auch ab. Deswegen ersetze ich das. Es ist endlich angekommen. Das hier ist das Neue und da werde ich jetzt das auf Länge konfektionieren und neue Kabelschuhe aufpressen. Unter dem Deckel ist sehr wenig Platz und man muss die Kabel sehr eng zusammen verlegen. Das war der erste Versuch, der hat nicht geklappt, da war das viel zu klobig, deswegen musste ich es nochmal machen. Um die Glocke salzwasserdicht gegen das Getriebe und gegen den Motor abzudichten, habe ich eine EPDM-Dichtmatte verwendet. Das ist sehr feiner Schaum in einer 2 mm Dichtungsmatte, etwa so groß wie ein DIN A4-Blatt. Und damit kann man das sehr gut ausschneiden und anpassen. Ich habe das dann zusätzlich noch mit Silikondichtung eingeklebt. Damit ich das Kabel am Vorschiff einfädeln kann, muss erstmal die Backskiste am Bug ausgeräumt werden, damit ich dort das Kabel durchfädeln kann. Und dann unten am Bugstrahlruder kommt das wieder raus und dort wird es dann angeschlossen und belegt. Wer Kabelschuhe pressen muss, dem würde ich sehr empfehlen, eine hydraulische Kabelpresszange zu kaufen. Ich habe mir die letztes Jahr für das Lithium-Projekt hier auf dem Boot gekauft.
Ich hatte vorher diese große gelbe manuelle, da hatte ich aber immer schlechte Quetschverbindungen. Und schlechte Quetschverbindungen heißt Wärmeentwicklung und Verlust. Und die hier ist gar nicht so arg teuer, aber unglaublich hilfreich. Die kommt hier mit auswechselbaren Backen, die kann man rausnehmen und austauschen. Und die Backen sind von 6 Quadrat bis 70 Quadrat. Übrigens Spezialtipp: Die Kabelschuhe haben unterschiedliche Durchmesser, je nachdem welche Wandungsstärke die haben. Und wenn ihr mal die nicht so richtig fest bekommt, dann tauscht eine Backe gegen die nächst kleinere aus und presst nochmal nach. Damit habt ihr dann meistens ein Ergebnis, mit dem ihr zufrieden sein könnt. Ihr könnt echt wahnsinnig viel Druck damit aufbauen. Das ist das Ding, was ich euch empfehlen würde. Ich verlinke es euch unten und wenn ihr es gleich bestellt, hilft ihr mir auch ein kleines bisschen. Ich habe gestern Abend noch die Verkabelung für die Vorsegelrollanlage gemacht. Ich habe sie zwar endgültig angeschlossen, aber die Verkabelung ist noch nicht endgültig verlegt. Ich zeige euch das mal. Hier oben kommt das Kabel aus der Wachskiste eingeführt. Zerfällt dann hier in diese 3 Kabel. Das grün-gelbe ist auf dem einen Relais hier hinten aufgelegt, das braune auf dem anderen Relais und das blaue läuft hier runter und ist hier auf dem Sammelpunkt aufgelegt. Und natürlich hatten wir das gestern auch noch getestet. Der Furler funktioniert und dreht sich. Das soll er ja auch. Und heute geht es darum, dass ich den dann auf das Vorstag wieder auffädle und ja, das soweit wieder aufrigge. Hier liegt noch der Schlitten, der muss noch aufs Vorstag mit aufgebracht werden. Hier vorne ist die Rollanlage mit dem Kabel, was hier in die Einführung reingeht. Das muss dann später noch abgedichtet werden. Und hier muss es dann noch drauf. Auf dieses Ding muss ich genau aufpassen. Das hat nämlich oben ein anderes Gewinde als unten. Das ist so ein typisches Amel-Ding. Das darf mir auf keinen Fall ins Wasser fallen, sonst habe ich ein Problem. Bei uns war es super stürmisch die letzten Tage. Uns hat super viel geregnet und ich bin so froh, dass es mal wieder warm und mild ist. Und das ist eine super Aufgabe dafür. Gestern konnten wir den Furler ja wieder auf das Vorstag montieren, worüber ich sehr glücklich bin. Da hatte mir ja Marion und Manuel geholfen. Stopp, wir müssen das koordiniert machen. Weiter. Weiter. Stopp. Weiter. Jetzt kommt der Stag unten raus. Wo ist er noch anfassen? Also unten kommt der Stag nicht raus. Okay. Und das Profil hat sich jetzt offensichtlich da rein verkeilt. Ja. Und auch nicht da, wo es. Und heute bleiben eigentlich nur noch letzte Arbeiten zu machen. Hier sind schon Nieten drin, aber es fehlen noch welche. Da sind mir die Nieten ausgegangen und hier unten müssen noch die Sicherungssplinte rein und der Motor muss hier noch zur Seite festgebunden werden. Also eigentlich nur noch Kleinigkeiten. Da mache ich mich heute dran. Übrigens, wir hatten letztes Jahr, als wir die neuen Segel bekommen haben, hatten wir so Schwierigkeiten, diesen Furler rauf und runter zu schieben. Ich hatte ja jetzt diese Buchsen, diese Teflonbuchsen eingeschliffen, nachdem ich die offensichtlich zu eng bestellt hatte. Und das konnte ich gestern auch testen. Der rutscht super gut rauf und runter. Und das ist eine große Erleichterung, weil ja, das wäre jetzt blöd gewesen nach dieser ganzen Arbeit. Das war echt schwierig, den Motor zu montieren, wenn das dann die Schwierigkeit jetzt gewesen wäre. Also wir sind auf der Siegerstraße, nur noch Kleinigkeiten zu machen. Ich bin echt glücklich. Super. So, jetzt kommt der spannende Moment. Wir testen den Furler im eingebauten Zustand. Okay, mach nochmal. Okay, mach mal. Es hat geklappt.
es läuft alles. Bin glücklich. Mann, das war echt ein Projekt. Nur hakelig, nur Hindernisse. Tut das gut. Und wenn du jetzt sehen willst, wie die überholte Vorsegelrollanlage auf dem Boot funktioniert, dann schau gerne bei Hafenkino Blog vorbei. Wir sind damit viel und hoch am Wind gesegelt und die hat zuverlässig ihren Dienst getan. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir auch das Video an.